Nee, sorry. Alter. Genau. Was heißt hier, ich bin Hochstapler? Ja, also ich finde, irgendwann ist auch mal gut, Marco. Nein, Mann. Ja? Man muss auch hochdenken können. Guck doch mal. Man muss auch mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben Nein, können. überhaupt nicht. Man muss hochstapeln können. Und wir machen das jetzt mal. Okay. Hier mit der Vorstellung dieses kleinen Gefährts. Klein. Guckt es euch mal an, ne? Erste Etage, zweite Etage. Ah. Ich bin gespannt. Wir dürfen einmal reingehen. Und jetzt wird erstmal die Leiter für uns hier runtergeschraubt. Guckt euch das an. Die klappt hier einmal automatisch runter. Und man kann dann hier einmal in dieses Shoes off. Ja. Okay. Aber Latschen gibt's nicht, ne? Über den Es ist Japaner. kein Ist japanisches kein japanischer Gefährt. Camper. So. Ey. So, Hallo Susi. aber die okay. Der fährt jetzt die Treppe ein, damit wir hier nicht gestört werden. Ah, okay. Okay. So, Schatzi. Die Tür ist zu. Nur wir beide. Ja, geil. Dann Gucken haben uns jetzt das haben Auto an. Haben wir ja endlich mal romantische Zeit, uns hier einen Campervan anzugucken. Aber du, ich muss mal sagen, Wenn die Tür zu ist, riecht es aber auch gleich, du ne? kommst hier rein und es riecht ein bisschen nach Plastikschrott, oder? Ja, es riecht sehr nach Plastik. Oh, warum ist das? Vielleicht wegen dem Boden, ne? Wir wollen uns mal nicht so sehr aus dem Fenster hängen, das kann auch die Folie hier unten auf Ja, dem die Boden haben sein. zum Schutz hier noch was drüber gelegt. Das ist nämlich wirklich ein schöner Holzboden, der hier verlegt ist. Genau, es ist echt Und Holz. Schiffsplanken. das Polster ein bisschen riecht es, aber jetzt nicht so streng. Ich denke mal wirklich, es ist der Boden. Du sitzt übrigens nicht nur wieder in einer schönen Sitzecke, sondern hier ist gleich noch ein Bett für. Ich sitze gar nicht in der schönen Sitzecke. Bist du nicht? Nee. Was denn? Ja, weil hier, Ach, das ist viel zu guck hoch. mal, nimm mal die Kamera. Was sind Film mich mal. die Füße? Was ist denn hier los? Und wenn du da nicht ankommst, Ey, Leute, richtig, ich bin ja ein Standriese eigentlich. Ne, aber, also, keine Ahnung warum, aber das Ding ist ja viel zu hoch gebaut. na los, guck mal drunter, was da versteckt ist. Ja, ne? Das kann ja irgendwie nicht sein. Technik, Wassertank. Wassertank. Oh, das ist aber dann eine Fehlplanung. Ja gut, du kommst gleich dran. Ne? Ja, aber trotzdem, weißt du, dann haben die halt gesagt, naja gut, wir finden, oder der Wassertank ist schon, das ist ja ein geschweißter Wassertank. Den haben die halt einfach wahrscheinlich zu groß geschweißt. Ja. Oder von den Dimensionen hat das nicht gepasst und dann haben sie gesagt, ach komm, was soll's. Dann hauen wir das Ding jetzt trotzdem erstmal so zusammen. Aber ich habe mir auch sagen lassen, Ja. dieses Auto hier, das ist extra für die Messe gebaut worden. Okay. Und die sind gerade noch so mit Ach und Krach fertig geworden. Verstehe. Aber da wäre dann noch Luft für Verbesserungspotenzial. Genau. Und du siehst auch schon wieder, warum das so ist. Guck auch mal hier. Genau. Jetzt kannst du mich mal für die du siehst auch schon wieder, warum das so ist. gar nicht. Ja, genau. Weißt du, Na? woran du auch siehst, dass das halt eine kleine Fehlplanung war? Na? Die haben eine geile Steckdosenleiste. Ich mag diese Steckdosenleisten, weil du da individuell so viele Steckdosen ranschrauben aber der ohne kannst, Tisch wie du ist doch willst. davor. Genau, weil der Tisch normalerweise natürlich tiefer wäre. Der wäre auf 70 Zentimeter. Ja, verstehe. Ne? Und hier die Bänke normalerweise auf 45 oder 42 und so. Und die haben die halt wahrscheinlich so jetzt irgendwie da zusammengebastelt. Hier ist auch Technik, Weil- Batterien drunter. Oh, hier. Alter, das ist aber mal eine Armada an Batterien, wa? Aber, ich meine, das kannst du doch nicht so verbauen, dein Sitzplatz hier. Das geht ja nun gar nicht. Zu hoch bauen. Viel zu hoch. Ja, genau. Aber das wird wahrscheinlich genauso gewesen sein. Ne? Ja. Die werden den Tank hier irgendwie zusammengelötet haben, wenn... Es war halt nicht mehr genug Zeit für die Messe. Ja, verstehe. Ansonsten... Weil das Schöne ist, wir haben ja einen Insider mit Lukas, Ja, das der uns im Vorfeld hier vorgestellt hat und gesagt hat, ja hier, die wollen gerne mal das Auto filmen. Ermöglicht denen das. Und es ist ein spektakuläres Auto, weil das ist ein Auto nicht nur vom Auto selber, sondern es ist halt ein Auto mit noch einer Etage drauf. Wahnsinn. Raumgefühl finde ich sehr gut. Also, ne, hier Geile ist, noch, Stehhöhe. hier ist noch ein Bett über mir, Ja. was du runterfahren kannst. Das ist sehr cool. Du hast hier einen großen Küchenbereich, hast hier ordentlich Platz. Ja, und was man hier auch schon wieder bemerken kann oder erwähnen sollte, ist, du hast zwar hier nur ein Induktionsfeld, ne, aber du hast dahinter eine Absaugung in der Arbeitsplatte verbaut. Das ist ja Ja. auch ganz schön, Super. oder?
Ja, auf jeden Fall. Weil gerade, ich finde halt gerade so, wenn man halt im Camper kocht, dann willst du halt auch diese milchige Luft halt gerne raushaben, ne? Aber Steckdosen, ne, hier oben, da musst du immer lange Kabel mit haben. Das ist irgendwie nicht so ganz durchdacht hier. Das sind so ein paar Details, die könnten sie verbessern. Nee, diese Oder- Steckdosen sind extra, das ist durchdacht, weil wenn du das Bett runterlässt, dann Erleuchte hast du, mich. Ja, wenn du das Bett runterlässt, Ja, du dann hast hast recht. du halt die Steckdosen in deinem Bett und dann hast Ah. du hier halt Ach irgendwie so, dein ja kleines klar, du hast ja Brettchen. hier auch nochmal extra Steckdosen. Genau, genau. Ich nehme alles zurück, es ist durchdacht. Susi hat es nicht gleich erkannt. Genau, nee, das hat was mit dem Bett zu tun. Und jetzt bin ich mal gespannt, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir Ah, das auch machen dürfen. Ist das Licht? ja, wahrscheinlich Lieber nicht, ne? Lieber nicht. Okay, ich krieg's jetzt nicht hin selber, aber ich mach's auch mal nicht. Vielleicht haben die es Komm, wir ausgesteckert. gucken uns mal hier die tollen Also da siehst du auch schon wieder, ne? Hier ist noch der Bleistiftstrich geblieben Das- von demjenigen, der das Loch hier gesägt hat. Und da siehst du, die hatten halt einfach keine Zeit, ne? Kurz vor knapp. Das war keine Zeit, um das Ding hier rechtzeitig noch zusammenzubasteln. So, Marco, kein Video ist komplett, wenn du nichts über Beschläge sagst. Furchtbar. Ja, und was sagst du hier? Das sind zwar auch Heflebeschläge, aber es sind die günstigsten Heflebeschläge. Hier drückt sich auch schon die Schraube hier Ja. so ein bisschen durchs Ja, Gummi. nee, die ist so. Ja? Das ist, ja, da kannst du die Spannung einstellen, wie gut das Ding quasi federt oder nicht. Aber Gut. trotzdem, Die haben den Marco-Test bestanden, alles klar. Was habe ich denn? also was mir auch wichtig ist, sind hier die Griffe, ne? Also quasi die Schließer und da haben sie jetzt halt Metaller und das ist schon Okay. das ist schon okay. So, Und was ich auch okay finde, das machen ja viele bei Ja. diesen Autos. Und ich weiß, viele von euch sagen auch, oh, da kann man sich aber übel stoßen und so. Aber die Kanten sind schön geschützt mit diesen Aluminiumkanten, finde ich. das stimmt. Aber hier gut, hier fehlt ein bisschen Luft. Ja. Und hier oben ist keine Luft. Da siehst du auch, oh, hier, das ist ein bisschen Fehlplanung. Gerade wenn du so ein Outdoor-Expeditionsfahrzeug hast, Das ne? bewegt sich ja. Das bewegt sich natürlich entsprechend. absolut. Also brauchen hier auch deine Klappen eigentlich ein bisschen mehr Luft. So, ich hoffe, das lange Aufhalten der Kühlschranktüren hat hier zur Verbesserung des Raumklimas beigetragen. Ja. Hat es nicht, weil der Kühlschrank ist leider aus und es ist auch kein Bier drin. Aber da würde verdammt viel reinpassen. Das sieht gut aus. Und 2, ne? Das ist auch cool. 2, genau. Hier habe ich eine Waschmaschine, eine Panasonic. Das ist hier nicht diese Camping-Waschmaschine. Nee, das ist eine Haushaltswaschmaschine, Das ist ne? eine ganz normale, jetzt fallen mir hier schon die Sachen ab. Das ist eine ganz normale Haushaltswaschmaschine, die hat eine normale Größe, genau. Ja. Genau. Was habe ich hier noch Schönes? Oh, das ist mal ein Wellnessbereich. Das ist mal Wellnessbereich. Hier haben wir Da eine könnte man sagen, gönn dir, ne? Verenser. Und theoretisch kann ich hier auch duschen. Genau, was sie halt spannend gemacht haben und da hätte ich natürlich ganz gern die Begründung mal gewusst, warum sie es gemacht haben. Sie haben die Bereiche vertauscht. Sie haben die Toilette da hinten hingesetzt Und du musst dann immer durchs Nasse durch im Zweifel. und hier hast du deinen Duschbereich. Also die Ja. Dusche ist halt hier vorne angedacht. Ja. Hier fehlt aber auch noch was zum Duschen und hier die Abtrennung. Das haben sie wohl nicht mehr geschafft. Aber ich schätze mal, das wird hier dann so abgetrennt, damit der Toilettenbereich trocken bleibt. Vermute ich mal. Könnte Das Sinn sieht sogar nach einem Handtuchtrockner aus. Also sehr stylischer sogar. Guck mal. Ja, Gefällt mir. ja, geil. Ja. Und es ist ein Wasserspül. Guck hier, ich hab's- Hier eine Wasserspültoilette. Ich habe sie gefunden. Ist noch Ja. ganz frisch. Ja. Ja, ich sag dir, die sind halt nicht rechtzeitig fertig geworden zu der Messe. Hat Lukas Das ja ganze, gesagt. ja, das ganze Auto, das war halt ein Projekt, die wollten noch schnell was präsentieren, was Neues auf der Messe zeigen. Und ganz ehrlich, aber jetzt kann man natürlich sagen, wie könnt ihr nur? Finde ich gar nicht. Ich finde es total charmant, so ein Auto dann halt auch zu haben und zu sagen, ach komm, weißt du was, wir stellen es einfach trotzdem mal hin. Ja, was ich mich nur frage ist, ich weiß nicht, wie es gestern war, da war ich nicht mit euch unterwegs. Wurden dann hier Leute reingelassen oder kann man das Auto nur von außen bewundern? Weil dann ist es ja nur von außen zeigen. Es Und wird Man muss sich ja dann auch den kritischen Fragen stellen. richtig und deswegen ist es halt auch nicht der Öffentlichkeit zugänglich, sondern es dürfen nur ausgewählte Besucher rein. Ja.
Und das finde ich auch bei so einem Fahrzeug schon wieder ganz okay. Und klar, normalerweise, wenn du dieses Fahrzeug betrittst, hast du jemanden dabei, der dir halt auch erklärt, was da nun los ist und was der Hintergrund war. In unserem Fall dürfen wir jetzt hier mal alleine durch, weil erstens wir natürlich Big Buddies von Lukas sind und Lukas ist hier der Star in China. Schon ein bisschen, ne? Genau, gerade in der Wohnmobilbranche. Und zweitens hat man halt einfach gesagt, ach komm, lass die doch einfach mal ein bisschen filmen. Ja, das Besondere hast du da hinten in der Ecke. Alles andere ist ja relativ Du meinst die Treppe, ne? klassisch. Das ist das absolute Highlight. Diese Treppe müsst ihr gesehen haben. Ich mache natürlich Scherze, weil ich gerade überlege, wie ich hier elegant hochkomme, ohne mich zu stoßen. Du willst damit sagen, die Stufen sind nicht so gut hier? Oder Nee, was? ich habe ein bisschen Angst, weil wir sind ja unter uns, aber ich habe ein Loch in der Hose und ich will nicht, dass es größer wird. Ach so, wir sind nicht unter uns, sondern du bist über mir. Ach so. Ja, Ja, genau, also das ist nämlich der Hintergrund. Susi ist jetzt in der ersten Etage Es ist und ja- ich bin hier nach wie vor immer noch in der Küche unterwegs. ja. Kann mir die Küche noch mal ein bisschen genauer angucken. Beziehungsweise hinten den Sitzbereich und das Bett. Und wenn das niedrig wäre, ne? Wenn das halt eine normale Höhe hätte, hätte ich auch gar nichts gesagt. Dann würde man sagen, ja, warum nicht? So, jetzt gucke ich auch mal hoch. Okay, die untere Stufe, ich gebe dir recht, die untere Stufe könnte eine andere Stufe sein. Stimmt, ne? Ja, die unterste Stufe, die hat irgendwie einen falschen Winkel oder ich habe das falsche Bein genutzt. Aber ja, das ist jetzt... Also das ich meine, wir haben Anfang Mai. Heute ist besonders warm, so gefühlte 27 Grad draußen. Hier ist keine Klimaanlage an und man merkt es. Also es wird bullig warm hier oben. Dafür haben wir sehr viele Fensterflächen. Das ist echt ein heller, großer, großzügiger Raum, wo man schlafen kann und auch eine schöne Aussicht hat. Ich finde es cool. Es sieht noch, ich weiß nicht, ob hier noch was rein soll, aber so sieht es erstmal sehr minimalistisch und aufgeräumt aus. Ja, aber China unüblich, wie du schon gesagt hast. Normalerweise sieht man immer eine Klimaanlage, zumindest Klimaauslässe. Irgendwas, was halt diesen Raum hier wärmt oder abkühlt. Man sieht jetzt hier gar nichts, ne? Nee. Also es ist jetzt hier gar nichts vorgesehen, um diesen Raum hier oben mal zu kühlen oder zu heizen. Und du hast absolut recht, es ist schön hell. Die haben hier auch diese geilen Expeditionsfenster mit den richtigen Fensterrahmen. Absolut. Also hier, das ist halt richtig, richtig ordentlich. Und das Geile an diesem Aufstelldach, das ist übrigens hier, dieser Teil ist übrigens Carbon. Ja. Ne? Das Geile daran ist natürlich, dass du dein Fahrzeug nochmal zusätzlich schützt, wenn du es runterfährst. Ja, absolut. Aber erstens qualitativ irgendwie nicht so geil, wie man es erwarten würde von außen. Ja. Und zweitens nicht gut durchdacht an vielen Ecken. Ja, man fragt sich jetzt, ne, was macht man jetzt hier mit so einer... Nee, also das freut mich nicht. Da schmeiße ich meine alte Hose hin. Zum Beispiel, ne? Wenn ich hier Nein. hochkomme, nein, doch, wenn ich weiß, du wirst wieder meckern Simon, und sagen, das wird aufgeräumt. ja, räum deine Klamotten weg, aber das ist doch perfekt. Du kommst hier hoch und dann kannst du, ich gehe einmal mal hoch in Mach den doch Bereich. mal. Ne? Und stelle mich hier auch mal hin, weil das Geile ist, du hast hier halt natürlich, boah, richtig Stehhöhe. Ist Und das richtig ist halt groß. ein richtig fetter zusätzlicher Raum hier oben. Ja. Das ist fantastisch. Und dass man das halt bei so einem Camper nutzt, ist halt auch, Genial. das liegt fast auf der Hand. Weil einfach die ganze Fläche nochmal zu haben, das nochmal als Bett zu haben, theoretisch kannst du ja sagen, du reist hier auch mit einer Familie, die du nicht ganz so gut kennst, weil du hast hier deinen privaten Raum nochmal, dein eigenes Schlafzimmer hier oben. Mega gut. Das ist schon richtig geil. Aber in der Tat so einige Geschichten, die nicht passen. Zum Beispiel hier, da siehst du, die waren noch nicht fertig. Das ist nicht verkleidet. Da laufen die Kabel halt noch rum, um das ganze Ding hier runterzulassen. Ich finde die Idee geil. Ich finde das Potenzial cool. Das ist definitiv eine Firma, die man mal im Auge behalten sollte. Ja. Weil grundsätzlich spannend, auf so einem Auto so ein Ding zu bauen, auch hier irgendwie mit einer Etage hoch. Aber man muss mal gucken, was die so bauen, wenn die keinen Zeitdruck haben, ne? Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier rauskommen, weil die haben uns jetzt hier, ich weiß es. die haben uns jetzt die Treppe hier eingefahren. Ich habe den Schalter gesehen. Ah, Wir okay. kommen ja auch wieder raus. Ja, Und dann kriegen wir auch ein bisschen Luft. Ne? ja. Genau. Jetzt müssen wir nur noch... guck mal, sieht aus wie diese koreanischen Türen.
Ja, aber das ist halt auch geil, ne? Also guck mal, Guck mal, fährt jetzt von, aus. von der Sicherheitstechnik, vom Einbrechen oder so hier richtig massiv dicke Türen. Auf jeden Also Fall. das sieht schon Hier ist richtig fett aus. Genau, oben noch richtig Technik und so. Also ja, ich versuche mal runter zu krabbeln, ohne hinzufallen. Das geht. Oh, jetzt ist die Treppe auch viel stabiler. Ist stabiler. Ja, beim Runterkrabbeln, beim Hochkrabbeln dachte ich erst, oha. Tja. Oi. Sicher. Genau, und wir gucken uns das ganze Ding nochmal von außen ein bisschen an. Ja. Weil ich habe ja schon gesagt, spektakulär ist das Auto natürlich theoretisch von außen. Das gefällt mir richtig gut. Oben der Aufbau, wie gesagt, komplett in Carbon. Hier richtig massive Fenster. Also da brauche ich wahrscheinlich nicht unbedingt Angst haben, dass mir in die Butze eingebrochen wird. Und natürlich auch mit einer Verdunklung, mit Fliegengitter und all so ein Krams dabei. Und alles noch eigentlich in einer Größe, Ja. die relativ gut zu handeln ist, ne? Vom Absolut. Auto. Und ich muss mal sagen, von außen sieht es richtig ordentlich und edel gemacht aus, ne? Ja. Du erwartest, wenn du es von außen siehst, ne, hier auch oben, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber oben diese Carbon-Optik, das sieht halt echt geil aus. Ja. Ne? Dieses Genietete, das macht halt ordentlich was her, ne? Das wirkt, ist noch nicht mal genietet, ist alles geschraubt. Wahnsinn. Okay, ich nehme zurück, alles geschraubt. Also jedes einzelne Teil hier geschraubt. Das wirkt schon auf jeden Fall qualitativ hochwertig, ne? Nur innen leider nicht so. Ich wollte gerade sagen, ich schreie jetzt nicht sofort, los geht's, Marco. Ja. Weil so gemütliche Abende, ich glaube, da müssen wir alle sehr früh schlafen gehen. Es ist auch, wie du schon sagst, so das Design ist jetzt halt auch nicht so gemütlich, dass man sagen würde, Ja, da fehlt es noch ein bisschen. Ja. Aber trotzdem, Respekt, die stellen sich hier trotzdem auch mit einem nicht ganz fertigen Auto hin und sagen wie, hey, wir haben was Neues, guckt euch das an. Ja. Und das muss man erstmal machen. Das sieht Ja, man nur weil in China. Wenn dann hier die zwei Meckersäcke kommen, Ja. wir finden alles. Ja, wir finden vieles gut, aber wir finden auch vieles Nicht so gut. nicht so gut. Ja. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr fandet das Video gut, ne? Haltet die Ohren steif. Hier von der Messe in China sage ich nicht nur Ni Hao, sondern Ciao. Wow, wow. Das wird so verrückt. Oh, ich mache noch mal ein Foto hier von dem Monster. Das ist ja mega.